Meine Leidenschaft für Züge ist mit großer Wahrscheinlichkeit geweckt worden, dadurch, dass ich 1982 als dreijähriger Knirps eine LGB-Startpackung bekommen habe. Moin Moin aus dem Wunderland. Aktuell sind wir gerade dabei, Südamerika zu bauen, genauer gesagt Rio de Janeiro. Den Teil haben wir im vergangenen Jahr mit unserer neuen Brücke an den alten europäischen Teil angeschlossen und stehen jetzt vor neuen Herausforderungen. Die Modellbauer sind in den letzten Zügen, die Elektronikabteilung verdrahtet fleißig und in der Zugzusammenstellung, da sind wir mittendrin. Die Herausforderung bei der Zugzusammenstellung ist halt, dass wir nichts Handelsübliches kaufen können, sondern die Züge das erste Mal in der Wunderland-Geschichte komplett neu aufbauen müssen. Wenn man jetzt an Rio denkt, das verbindet man nicht unbedingt mit Eisenbahn. Rio de Janeiro steht ja eher für Copacabana und Karneval. Aber dennoch gibt es dort verschiedene Bahntypen. Zum einen eine alte Tram, Santa Teresa, eine neue Tram, die 2016 anlässlich der Olympischen Spiele an den Start gegangen ist. Es gibt die Metro, den Regionalverkehr und auch einige Güterzüge, die in Rio de Janeiro starten werden. Hier haben wir jetzt unsere ersten Güterzuglokomotiven für Rio. Das sind natürlich brasilianische Güterzuglokomotiven, die aber zuvor umgebaut werden müssen, weil als Untergrund stammt dort aus amerikanischen Fahrzeugen. Und die Deckel obendrauf, die Gehäuse, das sind brasilianische, die wir von der Firma Frateschi bezogen haben. Das ist eine brasilianische Modellbahnfirma. Wir verwenden den Unterbau einer US-Lok, denn mit amerikanischen Zügen haben wir über Jahre Erfahrungen im Dauerbetrieb gesammelt. Wir nehmen das Gehäuse ab, passen es entsprechend an, fräsen es zurecht, tauschen die Kupplungen aus, setzen Beleuchtung ein, ebenso den Decoder, machen danach eine Testfahrt und abschließend geht's zur Alterung. Bei der Tram von Rio war die Suche etwas komplizierter. Es gibt in Rio die moderne Tram, die ist beim Original von Alstom und ähnelt vielen Trams, wie sie in Frankreich unterwegs sind. Und wir konnten aber dort auf ein normales Modell zurückgreifen von Halling. Das ist die Luxemburg-Tram. Die ist von einem original spanischen Hersteller, CAF, relativ lang auch. Und das wäre dann unsere Luxemburg-Tram, die in Rio ihre Runden drehen kann. Und die moderne Tram, die wird bei uns hier hinten in der Häuserschlucht entlangfahren und jedes Mal immer nur in den jeweiligen Gassen dann zu sehen sein. Der Unterschied zwischen der Anlage im Wunderland und der Anlage zu Hause ist halt der, dass man zu Hause, wenn es hochkommt, zweimal die Woche am Wochenende ein paar Stunden fährt, vielleicht auch mal abends. Im Wunderland haben wir 365 Tage im Jahr geöffnet, teilweise 10 bis 15 Stunden am Tag. Und das geht natürlich aus Material. Das heißt, da gehen Kupplungen kaputt, Achsen, Motoren, Drehgestelle.
Und um dem Herr zu werden, haben wir 5 Kollegen in Vollzeit beschäftigt in unserer Lokwerkstatt, die sich um den reibungslosen Betrieb der Anlage kümmern und dort täglich dabei sind, fleißig die Fahrzeuge dann wieder in Stand zu bringen, damit sie das Publikum entsprechend begeistern können. Sowohl im Wunderland als auch zu Hause ist natürlich das handelsübliche Material im Einsatz. Also es ist nach wie vor das normale Spielzeug, was jeder auch zu Hause kaufen kann. Wie wir die Züge in Rio aufbauen, das zeige ich euch jetzt oben in einer 3D-Zeichnung am Rechner. Hier haben wir dann unser 3D-Druckmodell von der Santa Teresa Tram, noch unlackiert und ohne Farbe. Aber auch dort haben wir ein Modell lackiert und mit einem Unterbau von einer handelsüblichen Diesellokomotive. Das kann man dann hier aufstecken. Jetzt fehlt natürlich das Dach. Da haben wir auch schon eins fertig mit einem Clipdruck, weil man später hier oben ran muss, um an den Decoder zu kommen. Das kann man dann entsprechend einsetzen. Und ja, jetzt fehlt dann in Anführungszeichen nur noch eine Lackierung, die technische Ausstattung, Figuren müssen rein und die Beleuchtung. Und mehrere Kleinteile kommen hier noch ran, aber ansonsten ist das schon ein Modell, wie es dann zukünftig auch mal im Einsatz sein wird. Ja, jetzt haben wir hier noch die Metro, den ersten Testdruck, noch ohne Farbe, ohne Fenster, ohne Beleuchtung, ohne Figuren, vor allem auch ohne Unterbau. Das kommt natürlich hier zukünftig dann auch noch ran. Wir haben allerdings schon einen Testdruck, den wir lackiert und beklebt haben, so wie es bei der Metro in Rio auch aussieht. Entsprechend blaue Farben mit dem entsprechenden Metro-Logo von Rio. Und es gibt Mittelwagen, die eine Besonderheit sind. Es gibt in Rio Mittelwagen, die extra für Frauen sind. Das heißt, die können zu bestimmten Uhrzeiten dort hinein und sollen dann sicher unterwegs sein. Und was wir bislang noch gar nicht gezeigt haben für euch, das ist unser erster Zug, der jeweils durch das Wunderland fährt. In unserer Wunderland-Geschichte spielt der eine besondere Rolle. Gestaltet von Gitter. In den Abschnitten zuvor zum Beispiel in der Provence war es ein fahrendes Baguette. In Italien wurde eine Lokomotive mit Nudeln beklebt und jetzt für Rio de Janeiro gibt es diesen farbenfrohen Karnevalszug, auch wenn es nur eine Lokomotive ist. Aber der ist beklebt unter anderem auch mit Samba-Tänzerinnen und der wird dann seine ersten Runden durch Rio drehen. Meine Leidenschaft für Züge ist mit großer Wahrscheinlichkeit geweckt worden, dadurch, dass ich 1982 als 3-jähriger Knirps eine LGB-Startpackung bekommen habe. Die wurde dann unter dem Weihnachtsbaum aufgebaut und über die Jahre ist sie natürlich ins Kinderzimmer gewandert und immer größer geworden. Dann kam dann auch das Interesse dazu, sich an die richtig große Eisenbahn dann dafür zu interessieren. Im Gegensatz zu meinem Kollegen Georg, der ja eher auf Dampfloks abfährt, steht bei mir die aktuelle Zeit eher im Vordergrund, also ein ICE. Damit bin ich auch wirklich aufgewachsen. Und so war eine relativ einprägsame Fahrt, die erste Fahrt zwischen Köln und Frankfurt noch zur Testfahrt. Das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich, glaube ich, an diesem Zug dann hängen geblieben bin. Jetzt sind wir schon am Ende der Folge fast angekommen. Und was natürlich bei der Zugzusammenstellung fehlte, ist eine Testfahrt. Die könnt ihr in den folgenden Bildern sehen. Ich bedanke mich und hoffe, ihr hattet Interesse, mir über die Schultern zu gucken. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.